meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute werde ich mit euch Mix Media machen. Mix Media bedeutet, dass wir verschiedene Acrylfließtechniken miteinander verbinden werden. In meinem Kopf habe ich ein Bild von einem Meer, von einem Mond. Ich will gar nicht zu viel verraten, wir starten direkt rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei. Als ersten Step ziehen wir Handschuhe an. Ihr könnt hier schon wunderbar erkennen, ich habe so viele tolle Farben vorbereitet. Zum Mischverhältnis werde ich Technik für Technik noch was sagen. Aber jetzt starten wir rein. Also, die erste Technik, die ich heute mit euch mache, ist ein ganz normaler Flip Cup. Für unseren Flip Cup habe ich ein wunderschönes Silber, ein Weiß und ein Dunkelgrau vorbereitet. Das werden wir jetzt wie gewohnt in unseren kleinen Becher leeren. Ich habe heute ganz bewusst einen kleinen Becher genommen, weil das soll später unseren Mond darstellen und der muss nicht so groß sein. Also, Flip Cup kennt ihr. Ich layere unsere 3 Farben. Gut. Ihr könnt gut sehen, mein Espresso-Becher ist voll gelayert. Das ging ja wirklich flott. Ich möchte später meinen Mond im oberen rechten Drittel platzieren und deswegen flippen wir unseren Cup ungefähr auf diese Position. Ja. Die Farben gehen toll miteinander. Dieses Dunkelgrau habe ich mir heute selbst abgemischt. Das ist ganz normales Grau von Amsterdam. Da habe ich ein bisschen schwarze Farbe reingemischt, dass es so ein bisschen dunkler wird, dass wir ein bisschen mehr Kontrast haben. Für den Flip Cup habe ich die Farben im Verhältnis 1:1:1 gemischt. Das bedeutet ein Teil Farbe, ein Teil Pure Medium und ein Teil Wasser. Ja, das sieht toll aus, das sehe ich schon. Gut, schaut euch das mal an. So. Ich werde unseren Mond ein ganz kleines bisschen ausstretchen. Gar nicht zu viel, weil ich finde, das Muster und auch diese Zellen, die wir schon bekommen haben, wunderbar. Dieses Muster möchte ich mir gerne beibehalten. So. Seht ihr darin den Mond? Könnte sein, oder? Jetzt werdet ihr wieder mit mir lachen, aber ich werde heute mal wieder meine Küchenutensilien zweckentfremden. Ich habe hier einen Suppenteller, das werde ich jetzt dafür benutzen, unseren späteren Mond abzudecken. Ich möchte nicht, dass die Hintergrundfarbe natürlich in den Mond eintritt und dafür suche ich mir jetzt eine Form, die der Mond haben soll. Und stülpt das Teller einfach drauf. So. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen zu viel Farbe. Es tut mir zwar ein bisschen weh, aber die wischen wir ab.
Sehr gut. Jawohl, meine Lieben, das reicht uns auch schon. Das muss jetzt auch gar nicht arg ordentlich sein. Ich möchte nur einfach die runde Form des Mondes beibehalten und jetzt gehen wir dann später noch mit einer Hintergrundfarbe drauf. Allerdings werden wir zuerst die Sanddüne bzw. den Strand zaubern. Zumindest dachte ich mir das so. Für unseren Strand habe ich vorbereitet ein wunderschönes Peach, ein sattes Braun und ein Ocker. Und es wird nicht Mixed Media Video heißen, wenn wir jetzt nicht eine andere Technik anwenden würden. Aber dazu gleich mehr. Also, ich muss mir jetzt überlegen, wie hoch ich welchen Part meiner Farben machen möchte. Ich würde es wahrscheinlich ungefähr dritteln. Also quasi 1/3 Strand, 1/3 Meer und 1/3 Himmel. Wenn es nicht genau 1/3 ist, ist auch kein Weltuntergang. Aber so ungefähr, dass ihr einen Anhaltspunkt habt. Zum Mischverhältnis meiner Farben fürs Blooming habe ich meine Farben 1:1 zu 1,5 gemischt. Das heißt, ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Medium und 1,5 Teile Wasser. Ihr kennt es sicher vom Blooming auch. Ich justiere gern einfach noch mit einer Pipette hinten nach, bis ich die gewünschte Fließfähigkeit habe. Ihr könnt hier sehen, meine Farbe zum Blumen ist ähnlich wie zähflüssiger Honig. Sie reißt nicht ab und das ist so für mich das Zeichen, dass es die perfekte Konsistenz ist. Also gut, starten wir rein. Wir werden einfach jetzt ein bisschen von unserer Farbe im unteren Drittel auftragen. Sehr gut. Gut, jetzt bringe ich hier meine Becher ein bisschen in Sicherheit. Es kann sein, dass wir gleich noch ein bisschen Farbe nachtragen werden. Aber zuerst schnappe ich mir meinen Haartrockner und nun werden wir unseren Strand unten ein bisschen ausblasen. Soweit, so gut. Ich liebe das jetzt schon. Habt ihr gesehen, wie schön die Farben miteinander gehen? Dieses Ocker, dieses Braun. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da mal ein eigenes Blumenvideo dazu mache, weil diese Farben sind einfach wirklich toll. Okay, soweit, so gut. Wir haben unseren Strand gezaubert. Nun brauchen wir natürlich noch das Meer. Für das Meer habe ich mein über alles geliebtes Fresh and Blue vorbereitet, auch im gleichen Verhältnis. Dann habe ich hier noch ein paar weitere Blautöne. Wir werden mal gucken, welche wir alle verwenden. Aber gleich wie beim Strand beginne ich jetzt hier ein bisschen Farbe aufzutragen. So. Genau, wir brauchen gar nicht so viel. Das Fresh and Blau, das brauchen wir nachher für den Himmel auch noch.
bisschen Falllandblau dazu. Ein bisschen Sky Blue dazu. Und auch noch ein kleines bisschen Türkisgrün hätte ich gerne. Jawohl. Diese Farben kennt ihr schon von meiner Welle. Wenn ihr die Welle noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne das Video hier oben. Ist wirklich sehenswert, super cool geworden. Und nun das gleiche von vorne. Ich schnappe mir wieder meinen Haartrockner und blase das Ganze aus. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich finde, es sieht super cool aus. Ganz ehrlich, von weitem und auch von nahem, wenn ich drauf gucke, ich sehe hier wirklich einen Ozean. Was fehlt uns jetzt noch? Ich würde sagen, wir brauchen jetzt noch einen Himmel. Für den Himmel benutze ich schwarze Base. Ich möchte ihn nicht nur schwarz halten. Ich möchte ein bisschen was von unserem Impression Blue dazu nehmen. Ja, genau. Und dann möchte ich gerne noch ein bisschen Lila einarbeiten. Ganz kleines bisschen Weiß möchte ich auch noch. Da brauchen wir aber tatsächlich nicht so viel, weil es soll ja Nacht sein. Sehr gut, das reicht uns schon. Ich kann immer noch ein bisschen Farbe nachtragen, aber das würde ich euch auch raten. Beginnt erstmal mit ein bisschen weniger. Zum einen, weil wir unsere Farbe nicht verschwenden möchten, und zum anderen macht es für mich einfach keinen Sinn. Ich kann immer wieder Farbe nachtragen, sollte ich irgendwie merken, dass es zu wenig ist. Deswegen starte ich jetzt mal rein, hier auszublasen. Schnapp mir wieder meinen kleinen Freund. Was ich jetzt hier mache, den Strand und das Meer habe ich jetzt straight, also gerade ausgeblasen, und den Himmel möchte ich in so einer welligen Form ausblasen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine.
Ein kleines bisschen Basecoat brauche ich hier noch. Jawohl. So, ein bisschen lila.
So, ihr Lieben, also, wie ihr gesehen habt, ich hatte hier ein bisschen Mühe, meinen Rand zu covern. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass mein Suppenteller nicht ganz dicht ist, aber wie immer werden wir das Beste daraus machen. Ich lasse es jetzt hier noch ein kleines bisschen ruhen. Ich finde aber den Kontrast, den wir wirklich gut geschaffen haben, ist mega zu erkennen. Jetzt nehme ich mir hier noch einen Strohhalm. Ich möchte vielleicht noch so ein paar kleine Wellen von unserem Wasser in den Himmel ragen lassen. Ja, genau so. Gut, das reicht mir schon. Und nun, ihr Lieben, es wäre doch kein schöner Himmel, würden wir nicht noch ein paar schöne Sterne zaubern. Für meine Sterne benutze ich einfach ein bisschen was von meinem Titanium Weiß, das ich auch vorher für den Flip Cup benutzt habe, und einen Pinsel. Den habe ich hier. Ich nehme einen größeren Pinsel. Und hier ist immer so ein bisschen Vorsicht angesagt. Ihr seht, ich tippe mit dem Pinsel nur ganz leicht in die weiße Farbe und tupfe ihn sogar ab. So. Ich teste das erstmal hier auf meinem Küchenpapier, dass es mir nicht zu viel spritzt. So. Nun, ihr seht, flache Hand, und nun klopfe ich mit dem Pinsel einfach auf meine Handfläche. Glaubt mir, meine Lieben, es ist immer besser, es kommt ein bisschen weniger Farbe als zu viel. Ich nehme mir hierfür auch wirklich ein bisschen Zeit. Ein bisschen mehr könnte es jetzt schon sein, also wirklich. Eure Sterne dürfen selbstverständlich ein bisschen größer und ein bisschen kleiner sein, das sind sie bei mir auch. Ihr könnt sie auch ganz weglassen, wenn es euch nicht gefällt. Das ist wirklich ein optionaler Schritt. Ich finde es immer ganz schön. Ja, jetzt habe ich's. Aber wie vorhin gesagt, besser ist, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit für die Sterne, als ihr habt dann irgendwie weiße Tupfer in eurem Bild, die ihr nicht haben möchtet. Ist mir auch schon passiert. So, für mich ist es genug. Okay, meine Lieben, wir gucken jetzt drunter, was sich darunter verbirgt. Ich mache es ohne Handschuhe. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ganz ehrlich, ich nehme mir jetzt zur Hilfe eins meiner kleinen Palettenmesser, um das Teller ein bisschen anzuheben. Ihr habt vorhin gesehen, ich habe schon gut Farbe rangeblasen. Ich hoffe, dass es sich lösen lässt. Ja, das ist gut. Jawohl, also das hat ja besser geklappt als erwartet. Ich finde, unser Mond ist echt gut sichtbar. Kommt mal ein bisschen näher ran. Schaut euch das mal an. Wir haben die runde Form von unserem Mond erhalten. Ich finde, die Sterne sind nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist für meinen Geschmack genau richtig. Und diese Kombination von Himmel, Wasser, Sand
Ich liebe es. Ich liebe es, Leute. Liebt ihr es auch? Wenn dem so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Ränder covern, damit es hier alles wirklich schön und ordentlich ist. Wenn ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen möchtet, ich mache immer wieder coole Experimente hier auf meinem Channel. Lasst mir gerne ein Abo da. Mal gucken, welches Küchengerät ich beim nächsten Mal auspacke. Und bis dahin, Leute, erfreut euch hier an dem Anblick. Ich liebe es. Ich bin vollends zufrieden. Ich danke euch von Herzen fürs Einschalten, ihr Lieben. Macht's gut.